In der jüdischen Kultur hat die Namensgebung eine andere Tradition als in der christlichen. In diesem Video erklären wir, wie sich diese im Laufe der Zeit entwickelt und verändert hat. Bis ins 19. Jahrhundert hinein war es nach jüdischer Tradition oft so, dass man keine festen erblichen Nachnamen hatte, sondern dass man den Vornamen seines Vaters als Nachnamen annahm. Wobei bei Jungen der Bindungsname Ben eingesetzt wurde und bei Mädchen der Bindungsname Bat. Dies bedeutet entweder Sohn des oder Tochter des. Zum Beispiel, der Vater heißt Moses ben Joshua, sein Sohn bekommt den Vornamen Ismael, dann heißt der Sohn mit Vollnamen Ismael ben Moses, also Ismael, Sohn des Moses. In der mehrheitlich christlichen Gesellschaft stiftete es zusätzliche Verwirrung, dass viele Juden noch Zusatznamen hatten, die auf ihre Herkunft oder Arbeit hinwiesen. Daraus entstanden teils sehr lange Namen, wie zum Beispiel Ismael ben Moses, der eigentliche Name, Goldschmied in Bezug auf den Beruf oder Ismael ben Moses Dessauer als eine Ableitung zur Herkunft. Dadurch entstanden zum einen viele Doppelungen und zum anderen war es teils willkürlich, welche Namen sie sich gaben. Das hatte außerdem zur Folge, dass manche Personen in ihrem Stadtviertel anders genannt wurden als an ihrem Arbeitsplatz. Das führte in der Bürokratie häufig zu Problemen. Viele Staaten in Mittel- und Osteuropa hatten deshalb zwischen 1787 und 1814 Gesetze verabschiedet, welche besagten, dass Juden feste Familiennamen annehmen mussten. Das Ziel war vor allem, die Juden besser besteuern und kontrollieren zu können. Ein zweiter Grund war, dass es ganz im Sinne der Aufklärung zunehmend Bestrebungen gab, den Juden die Bürgerrechte zu gewähren. Allerdings mit der Bedingung, dass die jüdische Bevölkerung feste Nachnamen annahm. Viele Juden hatten das auch selbst schon eingefordert. Hamburg war in dieser Bewegung eher das Schlusslicht. Allerdings hatte diese Entwicklung schon vorher inoffiziell stattgefunden. Hamburg war eine Handelsstadt, in der es viele Unternehmen gab. Und um ein Unternehmen erfolgreich zu führen, war es von Vorteil, einen festen Familiennamen als Markennamen zu haben. Viele Juden konnten sich nach dem Beschluss der Namensgesetze ihren eigenen Nachnamen aussuchen. Jedoch nicht immer. In manchen Fällen wurde beispielsweise mittellosen Juden diskriminierende Namen auferlegt, zum Beispiel Trinker, Bettelarm oder Maulwurf. Später konnten diese aber meist abgeändert werden. Häufig wählten Juden Nachnamen aus, die Bezug nahmen auf die Geschichten aus der Bibel, auf die 12 Stämme Israels und ihre Symbole auf die Früchte des Heiligen Landes, auf Hausnamen, die aus der Zeit stammen, in der Häuser noch keine Nummern hatten, sondern durch Symbole gekennzeichnet waren, oder auf Berufsnamen, Orts- oder Ländernamen. Einige Beispiele dafür wären: Leblang nimmt Bezug auf Isaak, der laut Bibel 180 Jahre alt wurde. Benjamin nimmt Bezug auf einen der 12 Stämme Israels. Löwe oder Hirsch als Symbol für den Stamm Juda bzw. Naphtali. Weinreb nimmt Bezug auf die Früchte des Heiligen Landes. Rotschild deutet auf das Haus mit dem roten Schild hin. Levi und Cohen nehmen Bezug auf die Berufsnamen als Priester. Auf Grabsteinen werden diese Nachnamen oft mit einer Levitenkanne für Levi und 2 segnende Hände für Cohen dargestellt. Schlesinger bezieht sich auf die Herkunftsregion Schlesien. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten 1933 bekam die Namensgebung für Juden eine ganz andere Brisanz. 1938 wurde angeordnet, dass Juden ihren Kindern nur vorgegebene Namen geben durften. Es wurde eine Liste angefertigt mit Namen, die absichtlich nicht schön klingen sollten. Beispielsweise Habakuk oder Schnör. Nur ganz wenige dieser Namen waren geläufig oder beliebt, wie Elias oder Samuel, Lana oder Rebekka. Juden mit Vornamen, die nicht auf der Liste standen, wurden gezwungen, als zweiten Vornamen Israel bzw. Sarah zu führen. Insgesamt haben die jüdischen Namen eine lange Geschichte und eine große politische Bedeutung. Uns hat außerdem überrascht, wie bekannte jüdische Nachnamen wie zum Beispiel Rothschild oder Goldschmied zustande gekommen sind.